Hallo meine lieben Mäuschen, das Video, was ihr da gerade seht, das ist am 24. Juni um 4:30 Uhr in der Früh aufgenommen worden. Da habe ich gerade auf die liebe Coco gewartet, die hat mich nämlich in ihrem 7-Sitzer abgeholt. Dann sind wir gemeinsam in die Stadt gefahren, haben dort den Rest von unseren Mädels getroffen und sind dann in 2 Autos nach Kroatien losgedüst auf Matura-Reise. Wir waren zu 4 im 7-Sitzer, nämlich unsere Fahrerin die Coco, ich, die Kerstin und die Melli. Und im 9-Sitzer von der Celine waren logischerweise die Celine, die Kathi, die Lea, die Madeleine und die Lena. Die Silvia, die ist leider nachgekommen, weil die hat nicht früher Kinder, deswegen haben wir es dann am Montag am Bahnhof abgeholt. Ich muss das kurz filmen. Ja, das sind schon wichtige Momente. Ja, schon. Ich würde auch gerne irgendwo kurz so. Sag, wo bist du heute unterwegs? Puppe, wir müssen uns heute noch sehen. Bitte schick mir deine Stadt. Ich sag, hey, Puppe, ich will dich heute Abend bei mir. Bitte lass es heute passieren. Schau ich bloß meine Ist es das? Nein, du musst weiter runter. Die haben wir Klimaanlage. Ja, wir haben eine Klimaanlage. Doch, das links müsste es sein. Oh mein Gott! Was haben wir denn? Trotz der langen Anreise waren wir trotzdem ein bisschen zu früh zum Einchecken da, weswegen wir gleich einkaufen gefahren sind für die Woche. Wir haben 6 volle Körbe mit Lebensmitteln gekauft und dann nur so um die 5, 6 Wasserkanister und sind trotzdem dann nur mal einkaufen gegangen.
das auch nicht. Das ist nicht toll. Das kommt nicht so. Du, ich glaub, ich kenn die von meinem Handy. Anita, dein Profil gefällt mir sehr. Was eine Bierzeltstimmung da, oder? Sorry, ich hab nicht gewusst, dass der Blitz so hell ist. Ups. Du, ich glaub, ich kenn die von meinem Handy. Du bist doch die Anita von Facebook und von Twitter. Du, ich glaub, ich kenn die von meinem Handy. Anita, dein Profil gefällt mir sehr. Es ist Tee. Es ist Tee. Are you sure about that? Früchtetee für den Hals. Ganz wichtig. Dann war auch schon Sonntag und wir sind mit dem Auto nach Paretsch gefahren. Wir wollten unbedingt an den Strand, der war uns aber leider viel zu voll, deswegen haben wir dann dort nur ein paar Cocktails geschlürft und sind dann zu einem anderen Strand gefahren. Da kommt ein Kreisverkehr. Da kommt ein Kreisverkehr, da kommt ein Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr, das war der Kreisverkehr, das war der Kreisverkehr, das war der Kreisverkehr. Nach unserem super Tag am Strand haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir am Abend grillen und da haben wir uns eigene Soße gemacht, 2 Schüsseln Krautsalat, Champignons haben wir zusammengeschnitten, wir haben in dem Topf da Kartoffeln noch gekocht, wir haben selber Kräuterbutter gemacht und auf die Brote geschmiert und da draußen haben die zwei den Grill gemanagt und wir haben uns Würstel gemacht, Zucchini und Paprika. Ja, das ist eine Frauenstimme. Die versteckt sie, das ist ja so richtig obvious. Da. Meine Kamera sieht die nicht. Das klingt irgendwie so serbisch. Sau, du, also P-H-I-L-I-P, P-H-I-L-L-I-P und P-H-I-L-I-P-P. P-P. Na, mit F haben wir tatsächlich keinen Kopf. Philipp mit F. Mein Gott, Jetzt ist das Foto. Schick's eine. Stefan mit PH. Was? Pfeffer? Ich hab fast
Selina geheißen. Das will man. Weil Hat Lena besser gefallen als Selina ist doch sowas wie Selina oder Selina? Selina mit S. So, das ist ja so viel Selina aufregender. mit S ist es. Selina mit S finde Lena ist einfacher, aber Selina hat mehr Buchstaben. Wow, Shish. Diese Analyse. Wow. Ich hab ein Delfin in meiner Bauchtasche und ein Pferd, wenn ich nicht aufpasse, frisst den Delfin aus meiner Bauchtasche seine Suppe weg. Er ist ein Schluckspecht, 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 er ist ein Schluckspecht. Wir haben uns dazu entschlossen, am Montag einfach einen ganz chilligen Tag bei uns in der Villa zu verbringen. Dann anschließend sind wir am Abend alle gemeinsam essen gegangen und dann nach dem Essen sind ein paar von uns mit dem Auto die Silvia abholen gefahren und der Rest von uns hat bei der Villa gewartet. It's nice to be a Bryce, but it's higher to be a Bayer. Prost. Am Dienstag sind wir dann mit dem Auto nach Pula gefahren, weil die Celine wollte uns allen unbedingt eine super tolle Bar zeigen, die sie dort kennt. Es hat sich herausgestellt, es ist eine Safari-Bar und ja, war auf jeden Fall sehr interessant, die Experience. Das schaut schmerzhaft aus. Ja, los geht's! Fahne, Staub! Ah, ich hab Staub in die Augen. Da gehen wir nicht.
Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Hier küsst du deines Wasser. Hier wird nicht eingebrochen, doch wir hören Einbrecher. Am Mittwoch haben wir es uns auch nochmal bei uns an der Villa am Pool gemütlich gemacht und haben einfach den ganzen Tag bei uns an der Villa gechillt. Dann haben wir nochmal eine Runde Rage Cage gespielt und danach haben wir dann sogar unsere Nachbarn von gegenüber kennengelernt. Dazu aber später mehr. Wie bist du? Also, vorm Essen haben wir alle gemeinsam ein paar Runden Rage Cage gespielt. Dann hat die Celine, unsere Nachbarn von gegenüber, die by the way aus Kärnten sind, ein paar zu uns eingeladen zum Rage Cage spielen. Und das hat dann eine recht Gaudi gemacht. Dann, wie gesagt, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir Essen kochen und haben uns dann in 2 Stunden nochmal mit einer verabredet. Für den Vlog. Also zu dem Zeitpunkt haben wir uns schon wieder getroffen gehabt nach diesen 2 Stunden und waren bei Erna drüben, haben dort ein paar Trinkspiele gespielt. Dann sind einige von Erna zu uns umgekommen, ein paar Mädels und auch ein paar Burm. Mit denen haben wir dann recht viel geratscht, gesungen und eine Gaudi gehabt. Und da hat die Silvia gerade mit dem Jonas eine Art Walzer oder sowas ähnliches getanzt. Und rechts daneben steht der Semyon, der uns gleich noch eine richtig tolle Solo-Nummer bietet. Hallo! Die Silvia ist fertig, ich weiß nicht, was mit der los ist. Du kannst so gut singen, aber tanzen kannst du anscheinend nicht da. Also die musst du fühlen. Ja, komm, weiter geht's. Du möchtest weiterfilmen. Ja, leider ist irgendwann dann eskaliert, weil der Jonas und der Semyon gemeint haben, sie müssen nackt in unseren Pool springen, was uns natürlich gar nicht gefallen hat. Der Semyon hat dann auch versucht, in unser Obergeschoss zu gelangen und da haben wir es dann ausgeschmissen. Beim Ausschmeißen wollten wir einer Bierkisten wieder mitgeben, die haben es dann aber abgeschmissen und wir haben überall Glasscherben gehabt. Ja, es ist eigentlich sehr schade, weil wir haben ja doch einen recht witzigen Abend gehabt, aber dass dann so enden hat müssen, das hätte es auch nicht gebraucht. Am Donnerstag sind wir dann alle gemeinsam mit die 2 Autos nach Rovin gefahren. Zuerst an einen schönen Strand, den uns die Kathi empfohlen hat, auch wenn sie es ein bisschen spät gesagt hat. Dort haben wir dann die Sonne genossen. Anschließend sind wir dann essen gegangen und haben uns die Stadt Rovin angeschaut. Springt's gleich. Über. Shakira, Shakira.
Wir haben einen Skorpion im Zimmer. Im Haus, Manni. Ich glaube, wir müssen noch. Da war gerade noch so ein ranziges Viech von der Lea übrigens auch. Ja, wie kann man denn? Ich weiß ja nicht, wie schnell der ist. Soll man lieber Schüssel voll so. Und tatsächlich haben wir an unserem letzten Abend in Kroatien auch noch ein paar Leute kennengelernt. Und zwar die lieben Burschen da aus Deutschland. Da ist der Falco auf einmal bei uns am Gartentitel gestanden und Celine hat ihn eingeladen zu uns. Dann haben wir uns nett mit ihm unterhalten und er hat uns in seiner Freundesgruppe überzeugt. Dann sind sie alle umgekommen und dann haben wir auch nochmal Rage Cage gespielt. Ein bisschen später haben sie uns dann zu sich eingeladen. Da sind wir dann zu 5 haben dann über Gott und die Welt geredet. Es war wirklich richtig die Gaudi. Und somit haben wir dann auch einen richtig tollen Ausklang gehabt von unserer Matura-Reise. Auf die Liebe, alles all in. Im Universum, alles all in. Komm, wir gehen nie wieder. Sie spielt schon wieder unsere Lieblingslieder. All in, aufs Leben. Diesen Moment wird es nur einmal geben. Auf die Freundschaft, auf die Liebe, alles all in. Und Farben im Universum, alles all